24 Megapixel und das für unter 1000 Euro. Das gab es noch nie. Wir haben sie hier, die neue Nikon D3200 zu haben in der Kombination oder der Body erstmal für 600 Euro und je nachdem mit Kit-Objektiv 700 oder 800. In der heutigen Sendung wollen wir uns erstmal angucken, was die Kamera so für schöne Features bietet, also unter anderem Videofunktionen, Guide Mode, was halt noch so alles mit bei ist. Ich würde sagen, auf ins Gefecht. Die D3200 bringt auch den sogenannten Guide Mode mit. Findet man hier oben auf dem Modus-Malrad unter Guide zu finden. Und was ihr da drin habt, ganz interessant, sind 3 verschiedene Optionen. Einmal geht es hier um das System, Anzeigen löschen, jetzt nicht so interessant. Wofür ich diesen Guide-Mode wirklich sehr hilfreich finde, ist das Fotografieren. Das habt ihr hier, das gibt es einmal für Einsteiger, können wir mal kurz reingucken. Das ist erstmal so eine ganz grobe Geschichte, was wollt ihr fotografieren? Darum geht es hier. Ja, also geht es um Landschaften, geht es um Porträts, Nachtaufnahmen, mit und ohne Blitz zu fotografieren, entfernte Motive, etc. pp. Wie gesagt, hat so ein bisschen was von den normalen Kompaktkameras, wo man halt seinen Bildstil einstellen kann. Interessanter finde ich da hier für Fortgeschrittene. Hier könnt ihr sagen, was für einen Effekt ihr haben wollt. Also sei es jetzt unscharfer Hintergrund, eingefrorene Bewegung, fließendes Wasser und so weiter und so fort. Also schon etwas spezieller. Nehmen wir mal das erste, unscharfer Hintergrund, dann wird euch hier drin erklärt, was ihr dafür machen müsst, also den Modus Zeitautomatik wählen. Dann kommt ihr hier im nächsten Menü, könnt ihr dann den Blendenwert einstellen. Nehmen wir jetzt einfach mal einen sehr kleinen. Hier denn, was ihr verwenden wollt, Sucher verwenden, nehmen wir mal. Und dann seid ihr hier wieder einfach im Fotografiemodus drin. A wie Zeitautomatik oder Aperture Value und im Guide Mode. Das wäre letztendlich genau das gleiche, als würdet ihr hier oben wieder in diesen A- oder AV-Modus, würde es bei Canon heißen, reinwechseln. Von der Idee her finde ich das Ganze gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also für jeden, der so ein bisschen ambitionierter ist und lernen möchte, klasse Idee, weil ihr kriegt hier Informationen und ich denke mal, nach dem zweiten oder dritten Mal wisst ihr eigentlich schon, was ihr einstellen müsst und das ist eine sehr intuitive Sache eigentlich. Vielleicht bringt es ja noch ein paar mehr Hersteller mit rein. Ihr seht, wir haben die Nikon D3200 gerade auf den RAW-Modus gestellt. Warum das Ganze? Wir wollen euch zeigen, was es so mit der Serienbildgeschwindigkeit hier auf sich hat. Da war ich sehr erstaunt, wo ich das erste Mal getestet habe. Die Kamera kann von Haus aus grob 4 Bilder pro Sekunde aufnehmen, wenn sie im richtigen Modus ist und auch genug Licht hat. Wir testen das jetzt hier einfach mal so draußen im schönen Sonnenlicht. Ich fokussiere dafür hier einfach mal was an. So, ja, das sieht gut aus. Und ihr hört schon, das geht erstmal hier grob bis knapp 10 Bilder. Und von da an immer fröhlich weiter mit knappen 2 Bilder pro Sekunde. Und das Schöne ist, das kann die Kamera jetzt so lange machen, bis diese Speicherkarte hier voll ist. Also das wären grob 800 Bilder. Sie hört nicht auf und das selbst im RAW-Modus. Finde ich für den Preisbereich von, was sind das, grob 600, 700 Euro, ein ziemlich nettes Feature. Warum klappt das Ganze denn so schnell in der Reihenfolge? Die Kamera unterstützt sogenannte Ultra-High-Speed-Speicherkarten. Ich hole das hier mal raus. Hier eine 32 GB Variante von Lexa. Hier sieht man 600-fach Speed, das entspricht also 90 Megabyte pro Sekunde. Die D3200 selber, ich habe es mal nachgemessen, schafft grob 40 MB pro Sekunde. Das sind bei 24 Megapixel Auflösung eben grob 2 Bilder in der Sekunde, die sie abspeichern kann. Wie gesagt, finde ich echt nett bei dem Preis, dass man das da alles noch reinbekommt. Top. Die Nikon D3200 kann natürlich auch filmen. Ganz neu dabei jetzt ist unter anderem der Full HD Videomodus, manuelle Toneinstellungen und so ziemlich alles andere. Wir drehen das jetzt gerade auch mit der 3200. Das heißt, ihr könnt schon mal so einen kleinen Eindruck davon haben, was die Kamera so an Videoleistung bringt. Und ich würde sagen, schaut mal ein bisschen über meine Schulter, dann zeige ich euch mal, was die Cam so als Einstellmöglichkeiten so parat hält. In den Videoeinstellungen findet ihr erstmal das Wichtigste natürlich, Full HD oder Normal HD oder nicht HD, also ganz normale Auflösung. Und ihr könnt natürlich noch einstellen, in wie viel Frames pro Sekunde ihr das haben wollt. Danach Videoqualität gibt es nur High oder Normal. Ich würde einfach High empfehlen, wenn ihr denn genug Speicherkartenplatz habt. Interessant wird es jetzt beim Mikrofon. Hier gibt es einmal die Option, die Pegel automatisch anzusteuern, wie ihr sehen könnt. Oder alternativ, was wir dann machen, Pegel manuell steuern. Das heißt, ihr könnt euch dann selber auswählen, wie stark das sein soll. Finden wir tendenziell besser, weil da kann man in der Nachbearbeitung wesentlich mehr mitmachen. Und natürlich noch manuelle oder automatische Videoeinstellungen. Das geht dann vor allem um die Belichtungseinstellungen während des Films. Wenn ihr dann im Videomodus drin seid, also ihr müsst hier erstmal könnt mit dem Live-View-Switch erstmal reinwechseln, könnt ihr über die Infotaste, die es hier oben drauf gibt, durchwechseln, was hier angezeigt werden soll. Standard ist es erstmal so. Mit Eindruck könnt ihr die Gitternetzanzeige anmachen.
ein paar mehr Sachen. Und was ein ganz interessantes ist, dieser Modus, wo ihr die Audiopegel auch hier angezeigt habt, finde ich ganz schön. Das ist also auch in der Preisklasse, gab es davor eigentlich noch nie. Auch schon erwähnt in einem anderen Video, ihr könnt ein Mikrofon anschließen. Für eine Einsteiger DSLR auch sehr schön. Bringt euch den Vorteil, dass ihr ja, wesentlich bessere Audioqualität natürlich machen könnt als mit diesen eingebauten Stereo-Mikrofonen. Ich muss gerade selber mal gucken, wo die sind. Ich denke mal, das hier wird es sein. Das ist natürlich ein ganz anderer Schlag, als wenn man hier so ein externes Mikrofon nimmt wie wir. Okay, Der Nikon D3200 ist zwar eigentlich als Einsteigerkamera gedacht, bietet dementsprechend noch einige Funktionen wie den Guide Mode, hat aber auch für den, sagen wir mal, ambitionierten bis, naja, nicht semi-professionellen, aber schon ein bisschen anspruchsvolleren Fotografen sehr vieles dabei. Hohe Auflösung, Videomodus mit sehr, sehr, sehr vielen Funktionen, muss ich ja sagen. Und das eigentlich ja auch eher als eingefleischter Canon-Fanatiker und nicht gerade als Nikon-Fan. Liegt zudem eigentlich ganz brauchbar in der Hand, hat viele Anschlüsse und kostet so der Body an und für sich 600 €, mit dem 18-55 mm Objektiv 700 € und mit den 1805, was wir hier drauf haben, knappe 800 €. Soll Ende Mai in den Laden kommen. Von daher würde ich sagen, ist eigentlich ein sehr faires Angebot aus Preis und Leistung, was Bildqualität angeht. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von ValueTech TV. Bis dahin, viel Spaß. Die D3... Oh. Okay. Hast du es drauf? Ja. Gut. Das kommt auf jeden Fall in die Outtakes.